Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Was könnte man Schöneres machen, als einem Sonntagmorgen im Regen Outdoor-Kocher vorzustellen? Heute für euch unser Kocher-Special. Wir haben uns gedacht, wir machen für euch mal eine Zusammenstellung von Outdoor- oder Bushcraft-Kochern, die man im Felde nutzen kann, um Mahlzeiten warm zu machen oder auch mal ein heißes Getränk zu sich zu nehmen. Als allererstes, ganz wichtig, die Energiegewinnung durch die warme Mahlzeit oder das Getränk sollte möglichst unter dem Energiewert liegen, den ich benötige, um die Mahlzeit zuzubereiten. Sprich, wenn ich ein Feuer mache, ja, brauche ich mehr Energie, weil ich vielleicht Holz hacken muss oder sonst irgendwas. Das ist sehr aufwendig, wobei ein Feuer natürlich die einfachste Möglichkeit ist, irgendwie zu kochen. Wenn ich es habe, nutze ich es. Wenn ich es nicht habe, um nur Energie zu gewinnen, ist es sehr aufwendig. Von daher ist so ein Kochersystem eine einfachere Variante dazu. Was habt ihr neben dem Lagerfeuer für Möglichkeiten an Brennmaterialien? Das Allersimpelste, natürlich auch über dem Lagerfeuer, ist Holz. Ist hier ein bisschen abgedeckt, damit es nicht so ganz so nass wird. Dann haben wir hier einmal Brennpaste mit dem Notkocher 71, Esbitwürfel mit dem Esbitkocher, Spiritus, Gas hier mit dem Jetboil und einmal hier mit dem Optimus haben wir einen Flüssigbrennstoffkocher. Der kann zwar auch andere Sachen, aber das zeigen wir noch mal in einem separaten Video. Heute konzentrieren wir uns hier auf Benzin. Geht natürlich auch Kerosin, Diesel, Spiritus, alles eben, was irgendwie flüssig brennt. Das wäre die letzte Möglichkeit, die wir euch hier vorstellen. Wir fangen jetzt mal am einfachsten an mit dem Holz. Hoffen wir, dass es angeht bei dem Wetter, aber wir werden sehen. Wir starten mit den Hobos. Das sind einfache Holzkocher, wie die Wanderarbeiter sie auch schon benutzt haben, aus einfachen Dosen hergestellt. Heute haben wir natürlich hier ein bisschen modernere Materialien. Wir haben einmal die Bushbox, zu der kommen wir gleich. Wir fangen hier mit dem Fox Outdoor Ofen an. Der ist nämlich neben dem, dass man damit gut kochen kann, auch ein sehr cooler Ofen. Also gerade wenn ich hier mit 2-3 Stück Kohle arbeite, kann ich damit auch, wenn ich kein Feuer machen darf, soll, kann ich damit nochmal eine Möglichkeit schaffen, um ein bisschen Wärme zu generieren. Ist ineinander gesteckt, braucht relativ viel Platz, wie ihr sehen könnt. Ich baue ihn gerade nochmal zusammen. So sieht er aus. Das Format hat er. Aber für den Zusammenbau nehme ich einfach das unterste Teil raus, lege mal hier den den Topfaufsatz beiseite. Dann hole ich hier die Innenteile raus. Das wäre einmal noch die Schale für Esbitwürfel oder Holz für Kohle. Also wenn ich wirklich anders noch mal kochen will, kann ich das mit dieser Schale machen. Wir haben jetzt hier die Holzschale, setzen dann hier dieses Modul oben auf, Holzschale rein. Die sitzt dann auch ein bisschen erhöht. Jetzt brauchen wir noch Brennholz. Das packen wir hier einfach mal rein. Ich hoffe, es geht an. Wir haben ja hier, wie ihr sehen könnt, ein bisschen Regen. Aber ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Wir haben es ein bisschen präpariert. So, bevor ich jetzt den Topf draufsetze, zünde ich es an. Dazu brauchen wir Feuer. So, ich glaube, wir helfen vielleicht noch mal nach. Ja, wir helfen noch mal kurz nach. Das ist alles feucht. Das ist natürlich der Nachteil bei einem Hobo. Ihr müsst darauf achten, dass ihr trockenes Holz habt. So, der brennt auch schon. Man sieht es jetzt hier nicht. Das sind unsichtbare Laserflammen gerade. Jetzt packe ich hier den den Topfaufsatz oben drauf. Und damit ist der Kocher einsatzbereit zum Wasserkochen. Wir kochen immer einen halben Liter Wasser und stoppen die Zeit dazu. Einfach, dass wir nochmal euch ein ungefähres Feedback geben können, wie lange es dauert, bis da was gekocht ist. Wir kochen ohne Deckel. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn ihr wirklich kochen wollt und effizient kochen wollt, immer mit Deckel kochen nach Möglichkeit, damit das Wasser schneller kocht. Wir lassen den Deckel jetzt extra weg, dass wir auch ein bisschen reinfilmen können und gucken können, wann denn das Wasser kocht. So, den können wir jetzt mal hier einen Ticken zur Seite stellen und uns der Bushbox widmen. Die Bushbox ist geliebt und gehasst zugleich. Sie hat ihre Vorzüge, vor allem im Packmaß. Ihr könnt es sehen, das Ding ist wirklich ultra klein. Die gibt es als Edelstahlversion, als Titanversion. In der Titanversion ist ja auch noch mal ultra leicht. Und dann muss man das ganze System zusammenstecken. Da empfehle ich, also zumindest beim Auseinanderbau, der Zusammenbau geht eigentlich auch ohne Handschuh, aber gerade beim Auseinanderbauen empfehle ich auf jeden Fall Handschuhe, weil das wirklich sehr, sehr scharfkantig ist.
So, man steckt das einfach hier ineinander. Erst die Seitenwände, dann die Wand hier mit der Öffnung, wo dann auch das Feuerholz nachgelegt werden kann. Dann haben wir hier einmal ein Gitter für unten, für den Boden. Und dann haben wir noch ein Bodenblech. Das kommt hier hin. Das ist quasi dann für die runterfallende Asche. Wenn ihr keinen sicheren Untergrund habt, kann man machen, muss man aber nicht. Ich baue sie jetzt mal mit rein, der Vollständigkeit halber. So, das ist natürlich hier auch ein bisschen fummelig jetzt, aber ich denke, es wird gehen. So, wichtig ist nur, dass die Bodenbleche richtig reinkommen. Perfekt. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. So. Okay, jetzt haben wir noch ein paar Teile übrig. Die sind dafür da, wenn ihr mit kleineren Kochbehältern kocht, mit einer Tasse oder sowas. Dann könnt ihr das hier einlegen. Da ist auch hier extra so eine Nut dafür vorgesehen, dass man hier einfach diese Ablage perfekt drauflegen kann. Oder aber hier diese Einlegebleche, die können entweder direkt reingesteckt werden, dass sie bündig abschließen. Ich mache das mal gerade so, dass man eins bündig hat und eins versenkt, dass ihr den Unterschied seht. So, eins hoch und eins so. Die brauchen wir nämlich heute nicht, weil wir haben entsprechend die großen Töpfe dabei. Aber das wäre jetzt ein bündiger Abschluss und das wäre ein etwas höherer Abschluss. Das ist einfach auch nochmal, dass das Feuer besser ziehen kann, dass es ein bisschen Luft gibt. So würde das hier funktionieren. So. Gut, dann müssen wir nur noch Holz reinmachen und dann geht es da auch schon los. Die Bushbox ist vorbereitet mit Holz, haben wir auch wieder ein bisschen mit Spiritus getränkt, damit wir hier bei dem Regen auch eine Chance haben, das anzuzünden. Hier ist der Einwurf für das Holz zum Nachbefeuern. Dann legen wir mal los. Einmal anzünden. Ja, brennt. Wunderbar. Okay. Dann ein Topf und die Zeit läuft. Und inzwischen haben wir hier auch schon beim Fox Outdoor Ofen das Wasser zum Kochen gebracht. Das hat jetzt gedauert 6 Minuten 58. Also rund 7 Minuten habt ihr Kochzeit mit dem Fox Outdoor Kocher. Das ist wirklich eine sehr gute Kochzeit, finde ich, gerade hier. Also der zieht extrem gut und hat unser Wasser auch dann effizient zum Kochen gebracht. Dann schieben wir den mal beiseite. Dann können wir nämlich schon mit dem nächsten starten. Als nächstes nehmen wir uns mal die sogenannten Notkocher oder ja, Survival-Kocher vor. Das wäre einmal hier der Notkocher 71, den haben wir schon verballert, den können wir euch heute nicht zeigen. Ist einfach Brennpaste hier in einem Töpfchen, da ist unten ein Streichholzbriefchen mit dran und der Kocheraufsatz ist mit dabei, den setze ich hier normalerweise einfach oben auf, anzünden, Topf draufstellen, fertig. Wir hatten bei unseren Tests immer das Problem, dass wir mit der Paste, die drin ist, einen halben Liter Wasser erhitzt haben, aber es hat nicht gekocht. Also es hat leicht Blasen geworfen, aber nicht vollständig. Von daher, es ist ein Notkocher, also auch als solchen betrachten. Zum regelmäßigen Kochen eher ungeeignet. So, der Esbit, den kennt jeder, der bei der Bundeswehr ist, war einfacher Kocher mit Esbit-Würfeln. Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich einen halben Liter Wasser zum Kochen bringen will, sollte ich hier mit 2 Würfeln arbeiten. Das heißt, wir nehmen jetzt auch 2. Ich habe hier schon die Packungen vorbereitet, dass da 2 offen sind. Welche war die zweite? Nehmen wir die hier so lang. Da zünde ich einfach die Würfel an. Vielleicht halte ich sie einfach hier ans Feuer. So. Wir haben ein sehr trügerisches Licht. Ich sehe hier gar nicht, ob was brennt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall schon zu den Jungs gesagt, wir kochen hier zwar nur einen halben Liter Wasser, aber im Endeffekt nachher kochen wir 1 Liter Wasser, wenn es hier weiter so runterkommt. So, der brennt. Wasser, halber Liter mit 2 Esbit-Würfeln. So, Zeit. Und die Zeit läuft.
Bei dem anderen sind wir jetzt bei 2 Minuten 18. Ein paar Minuten später, wir sind soweit, dass wir beim Esbit-Kocher jetzt eine Blasenbildung haben, also das ist jetzt kurz vorm Kochen. Da sind wir bei 11 Minuten jetzt rund und haben aber auch zwischenzeitlich nochmal 2 Esbit-Würfel nachgelegt. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben die Kocher natürlich auch schon mal vor diesem Dreh benutzt und ausprobiert und auch schon mal die Zeit gestoppt. Da hatten wir bei dem letzten Versuch, wo wir getestet haben, keinen Regen, es war ein bisschen wärmer. Da haben wir ca. 10 Minuten gebraucht. Also ich denke 10 Minuten mit 2 Würfeln, nicht mit 4. 10 Minuten ist ein ganz guter Nennwert, wenn die Umgebung optimal ist. So, dasselbe gilt für die Bushbox. Die ist uns zwischenzeitlich 1-2 Mal ausgegangen. Da ist natürlich im Vergleich hier beim Fox Outdoor Ofen das geschlossene Design im Regen ganz klar vom Vorteil. Hier hat man natürlich Spritzwasser, was auch von unten wieder eindringen kann. Das Holz wird leichter nass. Also hier hatten wir auch ein paar Probleme, es zum Kochen zu bringen. Da sind wir jetzt bei 15 Minuten. Wie gesagt, da hatten wir auch ungefähr 11 Minuten in einem trockenen Dreh oder in einem trockenen Test besser gesagt. Und das heißt, der ist ein Ticken langsamer als der Fox, hat dafür aber halt dieses kleine Packmaß. Jetzt kocht es auch bei beiden ordentlich, wie man hier schön sehen kann. Das heißt, wir können uns den nächsten Kochern widmen. Weiter geht's mit dem Esbit Spiritus Kocher. Das ist ganz cool, weil ich hier gleich ein komplettes Set bekomme. Man hat hier einmal einen flachen Topf bzw. eine Pfanne. Man hat einen großen Topf, mit dem wir auch schon die ganze Zeit jetzt gekocht haben. Und innen drin ist der Kocher. Hier ist einmal ein Stöfchen, wo ich dann auch wieder mit Esbit kochen könnte, wenn ich das wollte. Das würde ich dann einfach reinstellen. Das brauchen wir jetzt nicht, stelle ich beiseite. Und dann ist hier der Spiritusbehälter. Das ist quasi auch gleichzeitig der Kocher und der Transportbehälter in einem. Ich schraube das einfach auf. Dann kann ich das so, wie es ist, hier einsetzen. Und damit ist eigentlich auch schon alles vorbereitet. Dieser zweite Deckel hier, der dient dann zur Regulierung. Da kann ich dann entweder halbe Flamme machen oder aber, wenn ich es ersticken will, um zu löschen, dann damit auch ablöschen. So, jetzt gucken wir mal. Nehmen wir uns doch einfach mal hier so ein Hölzchen. Das hat nichts gebracht. Das Wetter ist heute nicht unser Freund auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist er an. Also ihr seht, auch das Wetter spielt eine wichtige Rolle, wenn ihr kochen wollt. Jetzt haben wir den falschen Topf genommen. Der würde zwar auch gehen, ne, aber der sitzt hier nicht so schön drauf. Der dazugehörige Topf hat hier nämlich nochmal einen Rand unten. Das heißt, der sitzt da wirklich sauber abschließend drin und damit passt das dann auch. Mal kurz nachfüllen. Ja, passt. So, Esbit läuft, die Zeit geht los. Dann gehen wir auch schon mal über zum nächsten Kocher, dem Jetboil. Den Jetboil hassen und lieben Leute im Outdoor- und Buschkraftbereich gleichermaßen. Wir haben natürlich einmal alles in einem Paket, aber es ist halt auch ein sehr großes Paket. Wobei jetzt hier das Set hier auch nicht viel kleiner ist, aber man ist schon ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Mit im Set drin passt eine kleine Gaskartusche. Das ist optional, das erkläre ich gleich. Dann einmal der Kocher selbst, lege ich jetzt mal auf den Kopf, dass der Zünder nicht so nass wird. Einmal der Standfuß fürs Gas und den Topf selbst. Der Topf selbst hat ein integriertes Kochelement unten, das heißt, also beziehungsweise ein Heizelement, was die Befeuerung optimiert mit dem Gas. Das heißt, man kann sehr, sehr schnell mit diesem Kocher kochen. Und natürlich hat man hier auch nochmal den Topf isoliert durch Neopren. So, um die Gaskartusche aufzustellen, da sie ja relativ klein ist, ist hier ein Standfuß mit dabei. Wenn ihr mit einer großen Gaskartusche arbeitet, dann passt sie natürlich nicht mehr hier in den Topf rein, aber dann braucht man auch keinen Standfuß. Für den Kocher einfach Bügel ausklappen, Gewinde anschrauben. So. Und das war's. Okay. Jetzt haben wir natürlich hier durch die Nässe vielleicht Pech. Müssen wir mal gucken. Also es ist ein Zünder mit dabei. Der versucht jetzt hier natürlich zu zünden, schafft es nicht. Das heißt, wir tun ein klein wenig tricksen. Auch nur dem Regen geschuldet jetzt. So, und hier wird jetzt der Topf einfach draufgesetzt und der rastet dann auch entsprechend.
dass der nicht umfallen kann. Also es ist ein sehr stabiles System. Hier ist jetzt auch der einzige Kocher, den wir jetzt mal mit Deckel benutzen, weil der Hersteller sagt, mit so in dieser Kombination schafft es der Kocher in knapp einer Minute zu kochen. In der Zwischenzeit zeige ich euch kurz hier diesen Aufsatz. Das wäre quasi das System, wenn ihr nicht mit diesem Topf arbeiten wollt. Könnt ihr hier die Ärmchen ausklappen, dann das System einfach anstelle des Topfes hier aufsetzen. Dann könnt ihr mit fremden Topfen kochen oder aber halt auch mit einer Pfanne. Und das Schöne ist, es passt, wie ihr gerade gesehen habt, noch zusätzlich hier mit in das Set mit rein. Zeit läuft, wir sind gespannt. So, 1 Minute 30. Wir haben hier schon ein deutliches Kochgeräusch. Ich schaue mal nach. Ja, noch nicht ganz, aber gleich. Muss man natürlich dazu sagen, wir haben jetzt hier, was haben wir, eine Außentemperatur? 15 bis 20 Grad maximal. Ich glaube 15 Grad ist eine gute Ansage. Das spielt natürlich gerade bei Gas auch nochmal eine große Rolle. Ja, wenn es zu kalt ist für Gas, dann haben Gaskocher halt immer diesen Nachteil. Das solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr euch ein System holt mit Gas. Das ist nicht für rund um die Uhr oder beziehungsweise rund ums Jahr nutzbar. Es sei denn, ihr habt ein System, wo ihr die Gaskartusche auf den Kopf stellen könnt und damit Flüssiggas kochen könnt. Was hier jetzt nicht der Fall wäre. Zwei Minuten 30, fast soweit. Ihr hört es auch von der Geräuschentwicklung her, der ist relativ leise, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das ist einer der großen Nachteile bei den Mehrstoffkochern, wobei die natürlich den riesen Vorteil haben, dass es Mehrstoffkocher sind. Aber wenn ihr auf Lautstärke getrimmt seid oder keine Lautstärke verursachen dürft, weil ihr irgendwo im Einsatz seid oder sonst irgendwo, ist so ein Multifuel-Kocher die falsche Wahl. Ja, dann bietet sich was an, was lautlos ist. Aber die Jungs beim Militär nutzen ja genau aus diesen Gründen MREs mit Heatern, die absolut Geräusch und Hitze, ja, keine Hitzesignatur haben. Es kocht nach 3 Minuten. Also das war jetzt ein bisschen langsamer, als der Hersteller versprochen hat. Aber ich habe euch ja bereits gesagt, das hängt auch mit der Umgebungstemperatur zusammen und den Umständen, in denen man kocht. Aber schön ist jetzt hier, ich kann den Topf direkt runternehmen. Ich kann ihn auch komplett in die Hand nehmen, ohne mich zu verbrennen. Das Neopren ist wirklich gut isolierend und kann jetzt hier, wenn ich ein harter Kerl bin, direkt das heiße Wasser aus dem Topf genießen. Weiter zum nächsten. Bevor wir jetzt zum Optimus Polaris kommen, haben wir den Esbit Spirituskocher gerade am Kochen. Die ersten Blasen kommen. Wir haben jetzt 14 Minuten gebraucht. Auch hier wieder witterungsabhängig. Beim Spiritus ist es auch so, der braucht einen kleinen Moment, bis der eine richtige Temperatur entwickelt hier. Hatten wir beim letzten Mal, wo wir besseres Wetter hatten und auch ein bisschen höhere Umgebungstemperatur, hat es ungefähr 10 Minuten gedauert. Also plus minus 4-5 Minuten, je nach Witterung kann man sagen. Das war der Esbit-Kocher von Spiritus. Nein, der Spirituskocher von Esbit. Jetzt bin ich schon wieder beim Plattenträger. Gut, dann können wir den auch zur Seite tun. Hier jetzt auch wieder der Löschdeckel. Feine Sache, einfach drüber und schon ist das Ding aus. Kann dann, wenn es abgekühlt ist, entsprechend mit dem Deckel geschlossen werden und wir können uns dem Highlight widmen. Der Optimus Polaris ist ein Mehrstoffkocher. Das heißt, ihr könnt mit Flüssigbrennstoffen kochen, wie Benzin, Kerosin, Diesel, Spiritus, alles was euch irgendwie unterkommt an Flüssigbrennstoff, aber auch mit Gas. Das ist der große Vorteil bei diesem Kocher. Seid ihr wirklich universell. Wir zeigen ihn euch jetzt einmal mit Benzin und in einem separaten Video nochmal dann auch mit Gas. Um das mit Benzin zu betreiben oder mit Flüssigbrennstoff zu betreiben, wird hier die Flüssigkeit gepumpt. Am besten auch, wenn die Flasche steht. Dass quasi ein Druck entsteht. Dann müsst ihr hier einmal aufdrehen, dass die Düse feucht wird. Und dann könnt ihr anzünden. Also einfach nur kurz aufdrehen, so, dass da ein bisschen Flüssigkeit da ist, um die Düse zu erhitzen. Dann könnt ihr es eigentlich wieder zudrehen. Ich lasse es jetzt mal einen Ticken offen, einfach weil wir jetzt hier den Regen haben und die niedrige Temperatur. Und sobald es dann heiß genug ist, wird er dann anfangen, nur noch die Vergasung zu nutzen, ohne die Flamme. Also ihr kocht dann quasi mit blauer Flamme.
Er ist sehr laut, das werdet ihr auch gleich merken. Jetzt fängt er an, die richtige Temperatur zu bekommen. Ich denke, jetzt können wir auch schon loslegen. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie lange das hier mit dem System dauert. Wie ihr hören könnt, ist der Kocher sehr, sehr laut. Ich drehe ihn jetzt mal ein bisschen runter, weil das Wasser gerade anfängt zu kochen. Wir haben jetzt 4 Minuten 47 gebraucht dafür. Das heißt, der hat auch eine relativ gute Geschwindigkeit, eine gute Kochzeit und vor allem ist er von der Witterung her, denke ich, am universellsten einsetzbar. Gerade hier Flüssigbrennstoff ist dafür perfekt geeignet. Den stellen wir euch aber noch mal in einem separaten Video vor im Detail, was er noch kann, wie man ihn bedient, wie das mit der Flasche funktioniert, mit der Benzinpumpe, wie es mit Gas funktioniert. Einfach noch mal alle Details in einem zweiten Video. Unsere Zusammenfassung zu den Outdoor-Kochern. Die Hobos habt ihr gesehen mit Holz. Holz findet man überall, wenn man zumindest im Wald unterwegs ist oder in der Nähe von einem Wald. Hat man immer einen Brennstoff quasi in der Natur, muss den nicht mit sich rumschleppen. Sehr gute Alternative. Hier der Fox, der Fox Outdoor Ofen ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top. Er ist auch relativ schnell. Die Bushbox ist unser Platzsieger. Also die passt wirklich in jede Tasche. Absolut minimalistisches Packmaß. Dann haben wir hier von Esbit den Spirituskocher. Das ist auch nochmal ein relativ günstiger Kocher. Sehr gutes Gesamtpaket. Also gerade wenn man häufig unterwegs ist, hier eine sehr, sehr gute Wahl. Wenn es schnell gehen muss und das Wetter mitspielt, ist der Jetboil eine sehr, sehr gute Wahl. Bei den Notkochern haben wir ja schon gesagt, das sind Notkocher. Das heißt, die solltet ihr auch wirklich nur ins Survival-Paket reinpacken. Also nicht zum regulären Kochen verwenden. Das empfehlen wir nicht. Also einfach hier einen Esbit-Kocher ins Survival-Paket reingepackt oder auch hier so ein Notkochersystem mit Brennpaste. Aber der Esbit-Würfelkocher hat uns besser gefallen. Und zum Schluss die universelle eierlegende Wollmilchsau, der Optimus Polaris. Der feuert natürlich mit allem, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Der hat natürlich auch seinen Preis. Das ist das teuerste System hier, aber auch das universellste gleichzeitig. Wir hoffen, wir haben euch hier einen ganz guten Überblick gegeben über die Kocher. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Was ihr auch noch reinschreiben könnt oder wollt oder sollt, ist, was für Kocher ihr nutzt, wenn ihr draußen unterwegs seid. Habt ihr irgendwas, was wir hier nicht nutzen, was super, super geil ist? Schreibt es auch in die Kommentare. Alle Kocher, die ihr hier gesehen habt, gibt es bei ASMC. Der Link ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo und den Daumen hoch. Ist ja liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. So. Wir bescheißen jetzt auch mal ein kleines bisschen bei dem Regen, weil es nützt jetzt ja nichts, wenn hier der Kram nicht angefeuert wird. Die sind wohl auch schon ein bisschen nass geworden. Ach Mann, weißt du, echt jetzt? Alter, du hast gerade rein Benzin in den scheiß Hobo gekocht. Bist du verrückt? Was? Spiritus? Nein! Oh. Boom, Alter! Ach Quatsch. So, wo können wir einsteigen? Das ist gute Reinbenzin. Kann man jemand die Feuerwehr rufen? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Outtake. Der Flo schaut mich noch. So, warten wir kurz, bis es sich beruhigt hat und dann... Wir haben uns jetzt das, kannst du sagen, das Vorbereiten mit dem Holz hat ein bisschen gedauert. Ich hoffe, das läuft alles noch. Kann ich das zum Löschen nutzen? Die Löschdecke? Die Löschdecke. Gelacht mit der Lappen.